Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Das Jahr 2023 schreitet voran und wir haben schon wieder März. Somit ist es wieder an der Zeit für das neue, monatlich erscheinende Video zur aktuellen Lage in Kuba. Nun im März 2023. Wenn du neu hier bist und an Videos zu Themen rund um Kuba interessiert bist, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein neues Video mehr. Starten wir wieder mit dem aktuellen Wechselkurs. Es nimmt einfach nicht ab und ich lese immer wieder auf diversen Seiten, Foren und Gruppen im Internet die Frage nach dem aktuellen Wechselkurs. Reiseführer stellen es weiterhin veraltet dar und Exchange-Seiten geben auch nicht den aktuellen Wert bekannt. Hier also nochmal der Hinweis, dass seit August 2020 der offizielle Wechselkurs bei 120 Peso pro Euro abzüglich 8% Servicegebühren liegt. Das ist der aktuelle Wechselkurs in Kuba. Der informelle Kurs liegt seit einigen Monaten stabil zwischen 170 und 180 Peso, ist zuletzt sogar etwas gestiegen. Auf El Toque könnt ihr den täglichen Kurs nachschauen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Hier auch nochmal der Hinweis zum Geldwechseln. Wechselt mit dem offiziellen Kurs. Hier macht ihr dann auch nichts falsch. An Bankautomaten, Bankschalter oder ja, beziehungsweise Kadekas, dort bekommt ihr den offiziellen Wechselkurs. Solltet ihr den informellen Markt nutzen wollen, sprecht am besten mit dem Besitzer eurer Casa Particular. Auf keinen Fall lasst euch auf der Straße ansprechen zum Tauschen. Niemals mit unbekannten Personen tauschen. Kommen wir zu den Einreisebestimmungen. Was wird benötigt? Die Zollangaben werden online verpflichtend über der Viajeros abgefragt. Hierzu habe ich ein extra Video online. Mittlerweile ist die Eingabe auch mit einer deutschen Eingabemaske möglich. Zusätzlich zu den Zollangaben wird noch die Touristenkarte und eine Auslandskrankenversicherung benötigt. Habt ihr diese Dinge, könnt ihr reisen bzw. einreisen. Viel mehr ist dann auch gar nicht notwendig. Kommen wir mal zu einem kleinen Werbeblock. Sofern ihr noch keine Touristenkarte habt, könnt ihr diese gerne über meinen Link in der Videobeschreibung bei Kuba Buddy erwerben. Ihr zahlt keinen Cent mehr, aber ich erhalte einen Obolus. Das Ganze funktioniert über einen Affiliate-Link. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Werbung Ende. In Kuba kam es in den letzten Wochen zu vielen Flächenbränden. Man geht von über 80 Bränden im Land aus, welche mehr als 2000 Hektar Fläche bereits niedergebrannt haben. Betroffen sind hier ökologische sensible Gebiete wie der Mensura Piloto Nationalpark, aber auch Anbaugebiete. Kubas Wirtschaft ist seit der Pandemie stark rückläufig. Ausbleibende Touristen, Naturkatastrophen, die Plantagen vernichtet haben und weitere Unglücke der letzten Monate sowie auch eine klare Misswirtschaft lassen einen auch keine Verbesserung erwarten. Es ist leider wie ein Strudel, der einen immer weiter nach unten zieht. Aber die Hoffnung bleibt und so schauen wir weiter nach vorn. Vor einigen Wochen habe ich euch mitgeteilt, dass Western Union in einzelnen Filialen in den USA den Geldtransfer nach Kuba wieder aufgenommen hat. Zumindest in einer Probephase. Diese Probephase ist nun ausgelaufen. Western Union ist nun tatsächlich wieder ja, voll aus den USA heraus nach Kuba nutzbar. Von Europa aus wird der Dienst nach Kuba noch nicht angeboten, aber das wird sicherlich nur eine Frage der Zeit sein. Beobachten wir die Situation mal weiter. Sehr viele Details sind noch nicht bekannt, aber Spanien möchte Kubanern die Möglichkeit geben, eine Ausbildung bzw. Studium zu absolvieren und im Anschluss eine Beschäftigung aufzunehmen. Das soll eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung für ja, außergewöhnliche Umstände darstellen.
Wie das Ganze umgesetzt werden soll und was die konkreten Änderungen zu den jetzigen Möglichkeiten sind, kann ich noch nicht im Detail sagen. Spanien möchte damit den Mangel an Arbeitskräften in vielen produktiven Sektoren ausgleichen und so die spanische Wirtschaft stärken. Die Sommerzeit beginnt. Ja, in der Nacht vom 11. zum 12. März wird in Kuba die Zeit um eine Stunde vorgestellt. In Deutschland erfolgt das erst 2 Wochen später, in der Nacht vom 25. zum 26. März. Somit wird in diesem Zeitraum der Zeitunterschied zwischen Kuba und Deutschland nur noch 5 Stunden und keine 6 Stunden bestehen. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und abonniere meinen Kanal, sofern du das noch nicht gemacht hast. Schau auch gerne in meine anderen Videos rein, zum Beispiel in die Playlist zu unserer Kuba-Reise im Januar. Dort sind alle Videos hinterlegt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Saludos. Ciao.